In diesem Video zeige ich Eutin, eine wunderschöne Kleinstadt mitten in Ostholstein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und unterwegs. Wir sind in einer kleinen, aber feinen Stadt in Schleswig-Holstein. Eutin ist für mich ein echter Geheimtipp, wenn man hier oben Urlaub macht. Die Stadt zeichnet sich durch eine sehr saubere und hübsche Fußgängerzone aus, von der immer wieder Gässchen nach links und rechts in kleine Höfe abzweigen. Unmittelbar an die Altstadt angrenzend, in Rufnähe zum Schloss von Eutin, liegt die St. Michaeliskirche. Wann genau diese Kirche erbaut wurde, ist nicht mehr ermittelbar. Am wahrscheinlichsten ist, dass hier im 12. Jahrhundert die erste hölzerne Kapelle errichtet wurde. Sehr wahrscheinlich dürfte der Kirchenbau im 13. Jahrhundert abgeschlossen worden sein. Als es im 13. Jahrhundert aber zum Aufstreben des Bürgertums kam, folgten Auseinandersetzungen der nur unweit entfernten Stadt Lübeck zwischen Angehörigen der bürgerlichen und der geistlichen Macht. Der Lübecker Bischof musste mehrfach aus dem Lübecker Dom flüchten und fand in seiner persönlichen Residenz hier in Eutin Unterschlupf. Er baute in der Folgezeit demonstrativ seine Residenzstadt gegenüber dem offiziellen Bischofssitz in Lübeck aus. Heute zählt die St. Michaeliskirche zur evangelischen Gemeinde der Stadt. Die Michaeliskirche wurde in der Romanik erbaut und später gotisch angepasst. Sie war zu ihrer Erbauungszeit der größte Kirchenbau der näheren Umgebung. Das Holzkreuz im Altarraum stammt noch aus dem 13. Jahrhundert. Es hat die ganzen Jahrhunderte unbeschadet überstanden. Der siebenarmige Bronzeleuchter ist aus dem 15. Jahrhundert und der Altar mit den gemalten Bildern des Abendmahls stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die Glocke der Kirche wurde Ende des 16. Jahrhunderts gegossen. Sie überlebte den Zweiten Weltkrieg nur knapp. Sie lag in Hamburg auf dem Glockenfriedhof und wurde 1953 zurück nach Eutin gebracht. Tatsächlich wurde sie aber erst wieder 1982 wieder in den Turmraum eingesetzt, wo sie sich bis heute befindet. Die Keimzelle der Stadt geht vom Eutiner Schloss aus. Es zählt zu den bedeutendsten höfischen Profanbauten Schleswig-Holsteins und geht aus einer mittelalterlichen Burg hervor, die im Laufe der Jahrhunderte zu einer Residenz ausgebaut wurde. Ursprünglich befand sich das Schloss im Besitz der Fürstbischöfe von Lübeck. Bis ins 20. Jahrhundert wurde es regelmäßig bewohnt und Teile der Innenausstattung sind bis heute erhalten. Wer heute das Schloss besucht, findet dort ein Museum. Um in das Schloss zu gelangen, muss man über eine Brücke gehen, die über einen Wassergraben führt. Von dort gelangt man in einen Innenhof, in dem sehr kunstvoll Pferdeköttel auf dem Boden zu finden sind. Endlich mal eine moderne Kunst, von der ich erkenne, was sie darstellt. Die Fassaden des Innenhofs sind komplett in hellen Farben gehalten, was in direktem Kontrast zu den eher nüchternen Außenwänden des Schlosses steht. Das Schloss verfügt über keine moderne Heizungsanlage, deswegen muss aus klimatischen Gründen das Schloss im Januar und Februar geschlossen bleiben. Eine richtige Pracht und Freude für Groß und Klein ist der Schlossgarten von Eutin. Ein erster Garten wurde hier bereits im Jahre 1500 direkt südöstlich an der an das Schloss angrenzenden Bucht angelegt. Hieraus entwickelte sich dann später der heutige Barockgarten. Die Wege durch den Garten werden durch Alleen gegliedert und weisen zwei Sichtachsen auf. Eine geht vom Schloss aus und die andere vom jenseitigen Gartenbereich. Beide treffen im Schlossgarten aufeinander. Der Weg durch den Garten zieht sich heute über verschlungene Pfade. Die gesamte Anlage steht unter Denkmalschutz. Direkt am Schloss befindet sich der zentrale Schlossgarten.
In der Mitte des Schlossparks befindet sich der Küchengarten, der in eine wunderschöne Orangerie eingebettet ist. Im Garten wurde an vielen Stellen künstlich die Natur nachgebaut. Dazu zählen zum Beispiel kleine Bachläufe oder ein künstlicher Wasserfall, genügend Wasser vorausgesetzt. Absolut beeindruckend ist auch die kerzengerade Lindenallee. Sie ist über 300 Meter lang und liegt östlich des Schlosses. Sie verbindet den Seepavillon an der tiefsten Stelle des Gartens mit der einzigen Gartenskulptur der Flora, der Göttin des Frühlings und der Blumen. Das Schloss und der Garten grenzen an den großen Eutiner See. Geht man westlich des Schlosses dieser Anlage hinab zum See, erreicht man am Ufer eine Skulptur, die einen meinen lässt, man wäre in Kopenhagen. Doch nicht die Meerjungfrau blickt einen an, sondern die Schauende. Sie sitzt auf einem kleinen Stein im See. Das Ufer des Sees wird von den Parkanlagen des Schlossgartens sowie der Bebauung der Stadt Eutin dominiert. Es war geradezu herrlich, wie innenstadtnah man hier entlang spazieren kann und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wirklich ganz eng beieinander hat. Wer einen wirklich entspannten Tag haben möchte, dem lege ich einen Ausflug nach Eutin sehr ans Herz. Diese Kleinstadt hat mich wirklich äußerst positiv überrascht, ein echter Geheimtipp. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Deutschland interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Und wenn du Videos vor allen anderen sehen willst, dann werde Kanalmitglied. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.